Der Mercedes-Benz Actros. Ja, hier ist er, eine Zugmaschine mit wahrscheinlich 460 PS, denn er heißt 1846 und es ist die 5. Generation, die aber bis auf einige Details so ähnlich aussieht wie die 4. Generation. Und das ganz Besondere, wo man es recht leicht erkennen kann, ist dieser neue Rückspiegel, den es nämlich gar nicht mehr gibt. Denn in dem System ist ja quasi kein Spiegel mehr zum Zurückschauen drin, sondern eine neue Kamera, die Mercedes-Benz mittlerweile serienmäßig verbaut. Ja, ein richtiges Hightech-Wunderwerk in Silber. Hier sind 2 Personen, die sehr viel damit zu tun haben. Einmal, ja, ich grüße dich, Horst. Hallo Sven, grüß dich. Stell dich mal kurz vor. Ja, bevor ich angefangen habe mit Variomobil zu reisen, habe ich 35 Jahre bei Daimler gearbeitet, davon 32 Jahre in der Lkw-Entwicklung. Ja, hier ist Heiko Hülsmann. Du bist Ingenieur und arbeitest für Variomobil. Richtig, hallo Sven. Ja, ich habe seinerzeit Maschinenbau, Fachrichtung Fahrzeugtechnik studiert und somit habe ich den nötigen Background, um High-End-Fahrzeuge auf die Räder zu stellen. Ja, du hast immer wieder betont, dass die Fahrzeuge nicht nur gut aussehen sollen, sondern sie sollen perfekt auf der Straße sich auch bewegen lassen. Ich meine, ein Haus auf Rädern heißt aber auch letztendlich, dass man auch ein Fahrzeug hat, was sich perfekt verhalten soll. Und das bedeutet zum Beispiel das Verhältnis von Gewichten, linke Seite, rechte Seite, vorne, hinten. Es darf nichts klappern oder knirschen. Horst, du hast dein Fahrzeug, und ich zeig's mal gerade, du hast dieses Fahrzeug mitentwickelt. Ja. Das ist der Actros. Also die letzten 12 Jahre waren eigentlich durch 2 große Aufgaben geprägt. Von 2006 bis 2013 war ich Entwicklungsprojektleiter des Atego. Und meine letzte große Aufgabe war hier für diesen Actros der 5. Generation. Da habe ich ebenfalls die Verantwortung als Entwicklungsprojektleiter getragen. Ja, was unglaublich auffällig ist, es sind unglaublich viele Dinge verändert worden. Zunächst mal, was am auffälligsten ist, ist das neue Rückspiegelsystem. Haben das mittlerweile die Kollegen auch schon? Nein, also es ist einzigartig in der Lkw-Welt, dass man sowas macht. Und wir bei Mercedes waren die Ersten. Es werden bestimmt Wege folgen, aber im Moment bekommt man so ein innovatives System nur bei Mercedes-Lkw. Es war wahrscheinlich gar nicht so einfach, das Kraftfahrtbundesamt davon zu überzeugen, dass das funktioniert. Das ist richtig, aber wir haben sehr früh damit angefangen. Im Rahmen der langfristigen Innovationsplanung beschäftigt man sich natürlich auch mit solchen Dingen. Und wir haben mit dem Kraftfahrtbundesamt zusammen die Voraussetzungen geschaffen, dass man auch solche Systeme dann abnehmen und für den Straßenverkehr zulassen kann. Ja, es hat riesen Vorteile. Das System ist so perfekt angebracht. Ihr habt das probiert, wahrscheinlich auch im Windkanal. Es kann nicht verschmutzen, hast du gesagt. Ja, Kraftstoffverbrauch war ein großer Treiber, das so zu machen. Das erhöht die Aerodynamik des Fahrzeugs natürlich ungemein. Die Übersichtlichkeit des Autos wird immens gesteigert, denn der große Außenspiegel, der kann ganze Autos verdecken, wenn man an eine Kreuzung ranfährt oder in Kreisverkehr. Und die Anordnung der Kamera da oben, die ist so günstig, dass hier wirklich nichts mehr verschmutzen kann, selbst bei schlechtestem Wetter. Okay, das heißt, wenn ich das sehe auf der Autobahn und es sieht so aus und es ist kein Spiegel mehr dran, ja, dann ist es höchstwahrscheinlich ein Actros. Dann ist es auf jeden Fall ein Actros. Sehr schön. Ja, wunderbar. Es gibt eine Geschichte. Also nicht nur, dass du diesen Actros mitentwickelt hast, mit einem ganz großen Team. Man muss ja sagen, du bist jetzt im Ruhestand, richtig? Seit einem Jahr bin ich im Ruhestand, ja. Genau, und du bereist ganz Europa mit einem ganz tollen Fahrzeug, was du auch im Variomobil hast. Wir haben uns hier getroffen und für ein kleines bisschen erzählen mal über den Atego. Den hast du auch entwickelt. Ja, also der Atego, so wie wir hier sehen, der wurde entwickelt zwischen 2006 und 2013. Und ich bin jetzt in der glücklichen Lage, dass ich so ein Fahrzeug veredelt als Reisemobil von Variomobil benutzen kann, um ein bisschen durch die Welt zu reisen und Europa zu entdecken. Ja, das Starke daran ist, du wusstest, wann das Fahrzeug gebaut ist. Ich meine, warst tatsächlich 4 Stunden in dem Werk und hast sogar die Produktion des Fahrgestells mit begleitet. Das ist richtig. Das Fahrzeug wurde an einem Samstag gebaut. Ich bin früh morgens nach Wörth gefahren, habe mich mit meinen Kollegen am Band getroffen und durfte genau körperlich dieses Fahrzeug 4 Stunden am Band bis zur Fertigstellung begleiten.
Ja, das ist Wahnsinn. Also ich sehe es hier, es sind einige Dinge eingebaut von Variomobil, die du mitbestimmt hast. Das heißt, du hast den Grundriss auch mitbestimmt. Nicht nur das Fahrgestell hast du begleitet, sondern auch den Bau, den Aufbau. Und ja, im Vorgespräch haben wir uns ein bisschen darüber unterhalten, dass du anspruchsvoll bist und dass es hier tatsächlich in einigen Dingen gelungen ist, dass die Qualität des Aufbaus die, ich sag mal, Spezifikation von Mercedes-Benz sogar teilweise überschreitet, ja, der Serienproduktion, zum Beispiel die Lackierung. Ja, also man sieht ja, wenn man so ein Auto anschaut, die großen Aufbauten haben große Flächen, die müssen aufs Akkurateste lackiert sein. Im Fahrzeugbau hat man ja kleinere Flächen, die sind bei Mercedes-Benz natürlich hervorragend lackiert, aber so eine große Fläche in dieser Lackierqualität hinzubekommen, das ist wirklich ein Merkmal, das hat Variomobil aufs Beste im Griff. Ja, jetzt gibt es eine Besonderheit hier. Ich nehme mal an, dass das Führerhaus, das ist der Originallack, der auf dem Führerhaus ist? Ja, genau, das ist der Originallack von Mercedes-Seite aus. Und den haben wir eben übernommen dann, um nachher den Aufbau damit zu lackieren. Der Lack ist identisch, den ihr verwendet habt. Das ist der Mercedes-Lack? Das ist der identische Lack, ja, absolut. Das heißt, genau das, was Mercedes gemacht hat, habt ihr auch gemacht? Ja, genau. Wir haben in diesem Fall in Silber Metallic lackiert. Das heißt, ich habe einmal einen Basislack und einmal am Ende den Klarlack. Und das ist genau die gleiche Aufbauart, wie das bei Mercedes beim Fahrerhaus dann auch macht. Ja, man sieht es hier sehr schön. Ich halte mal gerade hier rein. Es ist wie ein Spiegel. Im Moment sehe ich mich. Also ich kann es im Display sehen. Das Gemeine sind ja Leuchtstoffröhren, da sieht man ja alles. Das heißt, es ist wahrscheinlich auch ein Wunderwerk, das überhaupt so plan hinzubekommen, oder? Ja, das ist in der Tat so. Also diese großen Flächen, das ist schon eine Riesenherausforderung, die so toll zu lackieren. Da geht es um Dreck, da geht es um Läufer, da geht es um Apfelsinenhaut. Das sind alles Sachen, das braucht unheimlich lange Erfahrung und unheimlich tolle Lackierer. Ja, das ist Silber. Wenn es jetzt wahrscheinlich schwarz wäre, dann könnte man die Leute auch noch erkennen. Das hat dir unglaublich imponiert. Ja? Das heißt, du hast ja vorher, ich sag mal, als Seiteneinsteiger im Bereich Camping deine Erfahrung gemacht mit einigen Fahrzeugen. Wie bist du zu Variomobil gekommen? Also 3 Jahre bevor ich in den Ruhestand gekommen bin, haben wir überlegt, was machen wir eigentlich mal, wenn wir nicht mehr arbeiten. Und meine Frau und ich sind eigentlich unabhängig voneinander auf das Thema Reisemobil gekommen. Erfahrungen hatten wir keine. Dann haben wir uns einfach ein bisschen im Markt umgesehen und ja, ich glaube, ich bin beim Besten gelandet, den man sich vorstellen kann auf der Welt und habe eigentlich dort das wiedergefunden, was ich an Maßstäben für Qualität, für Wertanmutung, für Präzision von Mercedes schon kannte. Das habe ich bei Variomobil wiedergefunden. So, es gab auch hier kein Geld. Weder wir haben Geld bekommen für die Aussage, noch der Horst. Wir haben uns zufällig hier getroffen. Ich habe gesagt, das ist eine interessante Geschichte, die erzählen wir mal. Ihr habt viele Kunden, die glücklich sind. Kann man das so behaupten? Das kann man sehr wohl so behaupten. Ja, das ist eben unser oberstes Ziel, den Kunden einfach zu 100% zufriedenzustellen. Und ist es so, dass wir eben zu 100% individuell bauen, auf Kundenwunsch. Das ist natürlich eine Grundvoraussetzung, um einen Kunden nachher glücklich zu machen, weil er einfach sagt, okay, das Fahrzeug ist wirklich nach meinen Wünschen entstanden und genauso, wie ich es haben wollte. Und dann muss dazu noch die Qualität stimmen und ja, das kriegen wir dann schon sehr gut hin. Ich zeig mal gerade so kleine Details. Wie hier so eine Klappe, wenn man die jetzt mal ganz nah rangeht und filmt da mal so rein. Das ist alles, also es steht ja schon drauf, perfekt. Aber es ist gut gemacht, oder? Ja, es ist wirklich gut gemacht. Und nicht nur, wenn man das Auto anschaut. Ich hatte ja auch die Gelegenheit, in die Produktion in Bohmde des Öfteren mal reinzuschauen, wie an meinem Fahrzeug gearbeitet wird. Und man sieht dann auch allein schon, wenn man den Leuten bei der Arbeit zuschaut, mit welcher Sorgfalt, aber auch mit welcher Begeisterung und Freude die Arbeit verrichtet wird. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Faktor, dass am Ende auch eine hervorragende Qualität rauskommt. Ja, da ist ein großes Team am Werk. Das ist, ich sag mal, Ingenieurskunst. Das Thema Qualitätskontrolle. Wie ist das bei euch im Werk? Wie wird das durchgeführt? Wird das laufend durchgeführt? Qualitätskontrolle hört sich immer so abschließend nach fertigem Produkt an. Produkt fertig, jetzt Qualitätskontrolle. Qualitätskontrolle findet bei uns während der gesamten Produktion statt. Das heißt, jeder Step wird kontrolliert, einzelne Stufen werden geprüft
Und somit haben wir selbstverständlich am Ende nochmal die Endqualitätskontrolle, aber wir haben während des ganzen Produktionsvorgangs durchweg eine Qualitätskontrolle. Ja, ich finde immer so kleine Details, wer sich auskennt mit Lackieren, ich meine, das sind jetzt nur die Lackarbeiten. Wir haben ja gestern Videos gedreht, wo wir die ganzen Installationen mal gefilmt haben. Allein das aufgesetzte Lüftungsgitter hier, das ist schön, oder? Ja, das ist schön. Lüftungsgitter, Leitungsverlegung, Installation, man kann sich eigentlich alles anschauen und sieht schon beim Anschauen, welche Qualität hier erzeugt wird. Ja, wir gehen mal kurz rüber, denn wir möchten heute mal dieses Fahrzeug vorstellen, ein großes Alkoven-Modell auf Basis Actros. Ich empfehle nur das Fahrzeug über den Atego, das haben wir gedreht. Das Produkt heißt Alkoven 900, Vario Alkoven 900. Dort einfach mal in YouTube zu gehen, sich das Video mal anzuschauen. Wir haben also rund eine Stunde lang das Fahrzeug gezeigt. Ein ganz tolles Raumkonzept, was hier verwirklicht wurde. Alkoven mal ganz anders. Ja, absolut. Da kam eben der Horst auf uns zu und mit der Anforderung, ein Fahrzeug für 2 Personen zu bauen und eben mit einem Raumkonzept, mit einer Rundsitzgruppe hinten, Längsschläfer, Alkoven und das auf dieser Länge mit 9 Meter ist optimal umgesetzt mit einer riesen Küche. Du zeigst es gerade im Bild hier. Das ist schon gigantisch. Also wenn man in dem Fahrzeug ist, weiß man nicht oder merkt man nicht, dass es in Anführungsstrichen nur 9 Meter ist. Ja, das ist wichtig. Also ich empfehle, sich das Video mal anzuschauen. Also es ist rund eine Stunde lang. Vielleicht ein kleines Detail, bevor wir zu dem anderen Fahrzeug gehen. Auch die ganze Elektrotechnik, die hier verbaut wurde. Wir haben ja auf der einen Seite Niedervolttechnik mit hohen Strömen. Das muss alles perfekt sein, sonst brennt so ein Kabel ab. Erstens das und die Leitungen müssen ordentlich verlegt sein, da darf nichts scheuern, da darf nicht wackeln. Die Verbindungen müssen alle sauber sein und das findet man hier in diesem Auto. Das heißt, hier ist ja alles offen, also ich kann alles sehen, was auch wichtig ist, ich kann es kontrollieren, aber alles ist auch so schön verlegt, dass man sich das gerne anschaut. Ja, man braucht es nicht zu verstecken, da guckt man auch gerne hin. Ja, unten ist ja die Waschmaschine drin, das war dein Wunsch mit Trockner. Ich habe sie zunächst gar nicht erkannt, weil sie ist mit Vlies ausgeschlagen. Ja, die ist natürlich als erstes sehr standsicher dort eingebaut wir haben ja vor und haben es auch schon praktiziert, mit diesem Auto länger am Stück unterwegs zu sein, 3-4 Monate. Und da wollte man natürlich so ausgerüstet sein, dass einem erstens nicht die Decke auf den Kopf fällt. Das ist bei diesem Raumkonzept gegeben. Und man will halt auch alles machen können, was dann im Haushalt so passiert. Und da gehört Waschen einfach dazu. Und da ist die Maschine gut aufgehoben. Platz dafür war da. Als du Kontakt aufgenommen hast zu Vario Mobil, kannst du dich noch daran erinnern, wie das war? Ja, da kann ich mich noch daran erinnern, da sind wir mit einem gemieteten Wohnmobil einer anderen Marke, das war nämlich unser Testurlaub, ob wir sowas überhaupt machen wollen, bei Vario Mobil auf dem Hof gefahren. Und dann habe ich zum ersten Mal auch die Vario Mobile körperlich gesehen und konnte dann natürlich auch einen Vergleich ziehen zu dem Fahrzeug, das ich da als Mietmodell gerade dabei hatte. Und die waren nett? Die haben dich nett empfangen? Die haben mich sehr nett empfangen und die Qualität der Produkte und was ich da so gesehen habe, hat mich auch überzeugt. Gut, da war jetzt wahrscheinlich MAN drunter, was du gesehen hast, oder? Nee, gesehen habe ich viele. Gesehen habe ich Volvo, gesehen habe ich MAN, aber ich habe auch ganz viele Mercedes gesehen und das hat mich sehr erfreut. Ich glaube, der Schwerpunkt bei euch liegt schon bei den Mercedes-Fahrgestellen. Ja, das ist immer so ein bisschen tonnageabhängig und natürlich auch kundenabhängig, was er so möchte. Derzeit ist es ein bisschen Mercedes-lastig, weil der Actros halt ein sehr, sehr schönes Auto ist. Aber auch in der Kleintonnage, nachher 8 Tonnen, 7,49 Tonnen, setzen wir ganz gerne auf MAN. Ja, es ist so. Ja, zufälligerweise auf dieser Messe, 5 Fahrzeuge sind hier, sind alle von Mercedes-Benz, da hast du aber nichts mit zu tun. Da habe ich nichts mit zu tun und es ist auch Zufall, dass alle in diesem schönen Brillantsilber ausgestattet sind. Es gibt ja schon ein schönes Bild hier auf dem Stand. Ja, das ist mal nicht weiß. Also weil, ich sag mal gerade so, die Leute 4x4 Offroad, die sprechen von den Campern von weißer Ware. Ich weiß nicht, ob du das jemals gehört hast, du fährst eine weiße Ware. Eine weiße Ware habe ich immer mit den Haushaltsgeräten in Verbindung. Ich war also auf einem Campertreffen in Kalkar, da hat man viele selbstgebaute Offroad-Mobile oder Offroad-Fahrer und da war ich mit meinem Morelo natürlich weiße Ware. Ja. Das war so. Ja, aber Silber steht in Autos sehr gut. Hat das für die Wärme einen Nachteil, dass das Silber ist ja dunkler wie weiß? Also ich denke überhaupt nicht. Was man vermutlich nicht machen sollte, ist das Auto in einer ganz dunklen Lackierung Richtung dunkelblau, schwarz zu lackieren. Da hat man wahrscheinlich schon mit Aufheizungseffekten dann auch. Ja, genau so ist es. Also eine dunkle Farbe ist eher nachteilig, auch für den Wandaufbau. Da muss man vorsichtig sein. Aber Silbermetallic ist gar kein Problem. Jetzt gegenüber Weiß kann ich da keinen Temperaturunterschied irgendwie feststellen.
Sehr schön. Ja, das Thema Dekor, das ist individuell. Man hat bei dir einen Albatros, glaube ich, hinten. Stimmt das? Ja, das war mein Wunsch. Das war der Name, den ich diesem Fahrzeug gegeben habe. Und wer den Namen mal ein bisschen genau analysiert, der kann durchaus ein paar Assoziationen zu der Mercedes-Lkw-Feld feststellen. Das ist ein A, das ist auch so geschrieben. Und da habe ich so ein bisschen die Brücke zu meiner Vergangenheit geschlagen. Ja, das ist der Mercedes-Benz-Stern. Wie bist du zu Mercedes-Benz gekommen? Ach, ich habe Maschinenbau studiert in Stuttgart und was liegt in Stuttgart näher als Porsche? Beim besten Fahrzeughersteller der Welt zu Beginn. Ich habe meine Diplomarbeit dann bei Daimler gemacht und die wollten mich dann gar nicht mehr gehen lassen. Dann war ich 2 Jahre in der Pkw-Entwicklung, dann hat es mich zu den Nutzfahrzeugen verschlagen und in dieser Welt bin ich bis zum Ende hängen geblieben. Boah, ich könnte allein hier auf die Front von Matego, das ist ja so ein bisschen so eine Sache, wo wahrscheinlich viele Frauen sagen werden, oder es gibt wenige Frauen, die finden das toll. Aber die Männer, LKWs und Männer, das passt doch zusammen, oder? Ja, das passt zusammen. Du sprichst das Design an von diesem Auto, was, glaube ich, zeitlos ist, was einen starken Charakter hat und wo wir auch bei Mercedes so überzeugt waren, dass wir jetzt auch beim Übergang von der 4. zur 5. Generation am äußeren Erscheinungsbild gar nicht viel gemacht haben und vor allem ganz arg viel in Innovation, in Systeme, Assistenzsysteme, in Sicherheitstechnik investiert haben. Das ist manchmal auch ganz gut, denn ich sag mal so, gerade jetzt bei Porsche jetzt im Vergleich, ja, die gehen ja sehr behutsam um mit den Modellwechseln. Es gibt ja den einen oder anderen Unternehmer, der möchte immer das neueste Modell fahren und das musste er jetzt nicht unbedingt, oder? Das musste er nicht unbedingt. Also im Wesentlichen unterscheidet sich die 5. Generation von der 4. Generation durch den Wegfall der Spiegel. Das ist aber gleichzeitig wieder ein so markantes Merkmal, dass man die Autos auf den ersten Blick voneinander unterscheiden kann. Es gibt kein Nachrüstkit? Für den Spiegel? Ja. Doch, das gibt's. Das gibt's tatsächlich. Die Löcher sind tatsächlich auch noch da. Man sieht es hier an der Verblendung. Also für den Spiegel. Nee, ich meine, wenn ich jetzt ein altes Fahrzeug habe, den neuen. Ja, nee, das geht nicht. Nee, das geht nicht. Man muss das Ganze ja auch elektronisch unterstützen und das hat das alte Auto nicht. Ja, demnächst großes Thema ist 48 Volt. Hier ist 24 Volt drin? Hier ist 24 Volt drin, ja. 48 Volt wird ja schon in der Pkw-Technik ziemlich flächendeckend verwendet und so ist es ja auch im Hause Daimler. Wenn der Pkw irgendwo solche grundlegenden Entwicklungen startet, dann finden diese Dinge auch irgendwann den Weg in die andere Welt der Nutzfahrzeuge. Ja, das ist jetzt auch ein Alkoven. Der hat jetzt eine Garage hinten drin. Ist das hier hinten eine Pkw-Garage hinten drin? Ja, genau. Wir haben hier eine Smart-Garage und daneben eben noch die E-Bikes auf dem Slide-Out. Das heißt, ich habe die Chance, einen Smart und zusätzlich 2 E-Bikes unabhängig voneinander aus der Garage herauszuholen. Und ja, das ist eigentlich fast generell die Anforderung vom Kunden, dass er sagt, ja klar, ich möchte mobil sein, aber nicht nur mit dem Pkw, sondern eben auch mit unseren beiden Fahrrädern. Ja, Horst, du hast mir eine Sache erzählt, du hast mir gesagt, naja, du hast es jetzt designt und so weiter, aber der Geschmack kommt bekanntlicherweise beim Essen. Du bist ein Jahr jetzt unterwegs mit dem Auto. Du hast mir erzählt, es gab überhaupt keine Probleme, gar nichts, 0,0. So ist es rundum zufrieden, alles hat funktioniert, nichts hat geklappert. Wir konnten das Auto wirklich genießen in diesem ersten Jahr. Ja, großes Thema Klappern, aber dann kam Folgendes. Dann hast du mir erzählt, naja, du bist ja jetzt noch fit, du hast E-Bikes dabei. Ich habe gesehen, du hast den Thule Slide-Out, den Fahrradträger, der auch hier verbaut ist. Aber das da, und das hier ist ja jetzt auch aus französischer Produktion, sage ich jetzt mal, eine Tochter von Mercedes-Benz, so ein kleiner Smart hinten drin, das wird dir gut gefallen. Und da gibt es ja was Besonderes. Der Werterhalt von einem 1 Jahre alten Vario Mobil, ja, das heißt, du könntest dir ein neues Fahrzeug in Auftrag geben, er könnte ihn in Zahlung nehmen und du hättest sofort einen Käufer dafür. Ja, können wir gerne drüber sprechen, also gar kein Problem, aber ich denke, der Horst möchte erst noch mal ein paar Jahre mit dem Fahrzeug unterwegs sein, ein bisschen Erfahrung sammeln. Und, aber wenn er das wollte, das Schöne ist dabei, ich sag mal, die Mobile, überhaupt Wohnmobile verlieren unglaublich wenig Wert. Ja, das ist so bei mir, ich denke jetzt so ein bisschen in 5 Jahreszeiträumen.
In 5 Jahren muss ich meinen Lkw-Führerschein wieder verlängern. Wer weiß, ob das geht. Ärztliches Attest, wer weiß, wie es mir bis dahin geht. Wenn ich ihn verlängert kriege, dann bin ich wieder für 5 Jahre offen, wieder einen Lkw zu fahren. Man wird nicht jünger, vielleicht will man nicht mehr so viel mit den E-Bikes fahren. Vielleicht freue ich mich irgendwann, wenn ich einen Smart hinten drin habe. Das geht bei meinem Auto nicht. Also das notwendige Kleingeld, wenn es da ist, weiß ich auch noch nicht. Aber Möglichkeiten gibt es dann schon. Es würde gehen, denn du hast eine Anhängerkupplung dir gleich mitbestellt, was auch Sinn macht. Also ich sag mal, sowas nachzurüsten, die hängt ja am Rahmen dran, nehme ich an. Ja, also so mache ich das zurzeit auch. Ich habe eine 3,5 Tonnen Anhängerkupplung. Ich habe einen Plattformanhänger, den ziehe ich manchmal hinter mir her. Und da kann ich natürlich auch jeden beliebigen Pkw draufstellen und habe auf die Art und Weise auch, wenn ich möchte, ein Fahrzeug dabei. Es gibt was ganz Besonderes, ihr lackiert Rahmen. Das ist was Außergewöhnliches. Das heißt also, ihr habt ein spezielles System, wo ihr den mit einem speziellen Lack bezieht, für Rostschutz, für die Optik, für alles. Warum? Ja, weil wir den Qualitätsanspruch, den wir haben, nicht nur optisch, also das, was man so auf den ersten Blick sieht, darstellen wollen, sondern eben auch im Hintergrund. Das heißt, die Basis, das Fundament, das Fahrgestell, das ist natürlich das, was über Jahre auch geschützt sein muss. Und wenn wir den Rahmen gefertigt haben, dann wird er komplett bei uns in der hauseigenen Lackiererei komplett in Lack gesetzt. Das ist ein spezieller Chassislack und der schützt diesen Rahmen eben für die nächsten Jahre und da ist absolut kein Vergang dran. Das heißt, ich muss also nicht zum nächsten fahren, der mir dann für 3.000 € einen Unterbodenschutz nochmal drauf macht? Nee, das ist auch schlecht zu machen, weil ich sag mal, ich komme an die Stellen gar nicht mehr hin, wenn der Aufbau erst drauf ist. Das ist der Grund, warum wir, bevor wir den Aufbau draufsetzen, sagen, jetzt muss der Rahmen lackiert werden und konserviert werden. Die Fahrgestelle, die ihr bekommt, sind die gleich schon in der Länge für den Aufbau oder wird da noch bei euch gearbeitet? Werden die entsprechend verlängert? Ja, wir kürzen das Heck ein, das Fahrzeugheck, und senken das Fahrzeugheck hinter der letzten Achse ab. Das heißt, wir wollen ja möglichst tief mit dem Pkw zum Beispiel oder wenn es ein normales Heckstaufach ist, eine möglichst tiefen Boden haben dort, und das ist nur gewährleistet, wenn wir das Heck einkürzen und eben absenken, und das passiert natürlich auch bei uns im Werk. Ja, du hast dieses kleine Element mitentwickelt. Das ist eine Rampe, wo ich direkt rauffahren kann mit dem Fahrzeug. Ja, das heißt also, ich muss nicht, sag mal, sehr, sehr aufwendig jetzt irgendwas machen, sondern ich fahre drauf und ziehe dann die Rampe rein. Ja, ja, genau so ist es. Also das war vor 22 Jahren meine Diplomarbeit. Und, 22 Jahre? Genau. Wie alt bist du denn? Mal eben überlegen, 49. Echt? Ja. Und er sieht viel jünger aus. Ja, auf jeden Fall. Hat sich gut gehalten. Vor allen Dingen mit Maske. Ja, so, jetzt sind wir ohne Maske im Moment. Ja, das ist erlaubt für Filmarbeiten. Wir müssen Abstand halten. Ja, da ist er drin. Das hast du mitentwickelt und du hast es immer wieder verfeinert? Also mitentwickelt heißt, ich habe es komplett selber entwickelt. Okay. Nicht nur theoretisch, eben auch praktisch. Das heißt, ich habe während der Diplomarbeit die theoretische Ausarbeitung geliefert und auch die praktische Ausarbeitung bis zum fertigen Produkt. Und du sagst immer wieder verfeinert, könnte ich jetzt sagen, aber nein, seit 22 Jahren funktioniert diese Plattform so, wie sie entwickelt wurde, ohne irgendwelche Schwierigkeiten. Und wir haben bisher keinen Grund gesehen, das irgendwie zu verändern. Never change a winning team, das gilt für viele Dinge. Horst, hast du Lithium-Technik verbaut in deinem Auto? Nee, ich habe noch die AGM-Batterien drin. Das ist eine sehr bewährte Batterietechnik. Meine Überlegung war jetzt ganz einfach. Ich glaube, dass sich bei Lithium noch ganz arg viel tut. Schnelle Innovationszyklen, die ganze Automobilindustrie beschäftigt sich mit Lithium. Und irgendwann hat so ein Batteriesatz sein Lebensdauerende erreicht. Und ich habe mir dann gedacht, wenn der nächste Batteriesatz fällig wird, dann wird es wahrscheinlich dann ein Lithium sein. So, ich zeige mal gerade ganz kurz ein kleines Detail. Ihr habt üblicherweise die Batterien angeordnet direkt unter dem Auto. Da sind sie drin. Das kann man sich übrigens in vielen anderen Videos bei uns anschauen. Dort sind die Batterien in diesem Fall Victron Energy, habt ihr eingebaut. Richtig, das sind in diesem Fall eben die Lithium-Batterien von Victron.
Das ist eben nach Absprache mit dem Kunden der Fall, wo wir sagen, Mensch, wie will er das Auto nutzen, was hat er für Anforderungen, und dementsprechend legen wir so ein Fahrzeug aus und machen es eben mit Gelbatterien oder eben wie in diesem Fall hier mit Lithiumbatterien. Ja, so kleine Details. Ich weiß nicht, ob das bei dir, bei deinem Artigo auch eingebaut ist, die Beleuchtung nach hinten? Nee, die habe ich jetzt bei mir nicht drin. Das würde aber gehen, wenn du die gewollt hättest. Wenn ich die gewollt hätte, hätte man die einbauen können, klar. Ja, das heißt also, das Fahrzeug wurde on the scratch designt. Wie viel hast du denn damit geliefert zum Innenausbau? Also die Raumidee kommt eigentlich ein Stück weit von uns. Wir wollten mit der Bauweise auf 9 Meter Gesamtlänge ein möglichst großes Maß an Raumökonomie herstellen. Das ist uns mit der Alkoven-Bauweise gelungen. Und ich wollte eine für Reisemobilverhältnisse große Küche mit viel Arbeitsraum, und auch das haben wir in unserem Fahrzeug so dargestellt. Ja, schön sind hier, da ist eine Reling oben drauf. Das ist ein durchgehendes Erscheinungsbild, was ich hier habe. Ich habe zwei, ich habe eine Absenkung in der Mitte. Es geht zweimal hoch, jeweils am Ende. Im anderen wird es ein bisschen höher dann jeweils. Stehhöhe ist ja das große Thema. Und ihr habt das wunderbar hinbekommen mit diesen, ich sag mal so mit der Reling, die natürlich auch noch einen Schutzeffekt hat. Ja genau, das ist eine Dachreling, die wir auch eben selber herstellen. Das ist ein Ovalrohrprofil, was dann natürlich selbstverständlich lackiert wird. Und ja, das schließt so ein bisschen die Optik, kaschiert so ein bisschen den abgesenkten Bereich. Aber diesen abgesenkten Bereich nutzen wir eben, um dort zum Beispiel eine Sattantenne drauf zu bauen, ohne das Fahrzeug höher zu machen. Denn die Fahrzeughöhe, die wir anstreben dürfen, ist eben bei 4 Meter. Über dem dürfen wir leider nicht bauen. Ja, das macht doch keinen Sinn. Die Klimaanlage, das ist so ein kleines Detail, die kann man nicht hören. Die ist hier unten drunter verbaut. Die Verdampfer sind 2 Stück hier drin. Ja genau, das was du jetzt filmst, ist der Kompressor. Das heißt, wir haben eine Split-Klimaanlage. Kompressor unterm Fahrzeug, das was du jetzt gerade filmst, Verdampfer im Fahrzeug. Das ist ein System, was wir selber herstellen, um eben eine optimale Kühlung und möglichst leise Kühlung im Fahrzeug zu haben. Und das gelingt uns so mit einem Splitsystem, was recht aufwendig ist, aber total effektiv ist. So, wir gehen ein bisschen mal rein. Geht mal vor. Dann folge ich euch unauffällig. In den anderen Videos könnt ihr eben sehen, da besprechen wir die Aufbautür nochmal extra. Hier gibt es ein extrem belastbares Material. Und auch hier habe ich ein sehr, sehr belastbares Material, was man so kennt, so ein bisschen von diesen Abstreifteppichen, die da sind. Das kann man auch tauschen, aber ich glaube, das kriegt man nicht kaputt, oder? Das ist richtig gut. Nee, das ist eben das Schöne. Das ist diese Sauberlaufzone, die absolut pflegeleicht und robust ist. Und die macht im Eingang einfach Sinn, weil ja, ich komme da vielleicht doch mal mit dreckigen Schuhen rein, und da ist es einfach sinnvoll, so etwas zu nehmen, was man dann auch leicht pflegen und handeln kann. Ja, es fängt an beim Bodenbelag, Feinsteinzeug, nicht irgendeins, also besonders Dünnschicht, sondern ihr habt dort ordentliches Material verbaut. Ist das so? Ja genau, ist handelsüblicher Feinsteinzeug, was ganz normal in der Stärke ist, was über eine spezielle Verlegetechnik hier in so ein Fahrzeug reingebracht werden kann, und ja, macht einfach einen super Eindruck, eine super Haptik, und ist einfach toll. So, der Möbelbau, und da hat wahrscheinlich der Kunde den meisten Einfluss drauf, wie auf alles innen. Ich nehme an, man kann alles bestimmen. Das heißt, ich kann die Farbe vom Boden bestimmen, ich kann den Schrank bestimmen. Inwieweit geht ihr denn auf den Kunden ein, wenn der zum Beispiel sagt, ich habe das und das gesehen, ich habe das und das zu Hause, und ihr habt das Gefühl, schön, aber ich zeige dir mal was anderes. Macht ihr das schon mal? Ja, also wir gehen zu 100% auf den Kunden ein. Da bedarf es natürlich einer gewissen Beratung. Ich sag mal, wenn der Kunde sagt, ich habe einen speziellen Dampfgarer, den ich zu Hause habe, den möchte ich auch im Wohnmobil dabei haben, weil ich einfach die Bedienung kenne. Ich weiß einfach, wie er funktioniert, und warum soll ich da auf ein anderes Modell umschwenken? Und ob das einer von Gaggenau ist oder von Miele oder was auch immer, das setzen wir um. Aber ich sag mal, das Interessante ist, dass wir nicht nur den Innenraum, das Innendesign oder technische Ausstattung im Inneren
mit dem Kunden absprechen, sondern der Kunde hat auch im Außenbereich die Chance zu sagen, Mensch, nee, 10,60 Meter ist mir zu lang, 10,40 Meter würde mir passen, weil meine Garage 10,50 Meter lang ist, dann wird das Fahrzeug 10,40 Meter gebaut. Und da, wo die Tür hinkommt, auch das bestimmt der Kunde. Und somit lässt er sich wirklich sein Fahrzeug bauen. Tja, die Integration vom Fahrerhaus, du kennst ja das Autohaus. Ja. Das ist gelungen. Das ist sehr gelungen. Eine harmonische Verbindung, würde ich mal sagen. Wir haben ja hier die Alkoven-Bauweise, wo man wirklich auch nicht nur die Optik treffen muss, man muss ja auch die mechanischen Eigenschaften vom Fahrerhaus mit dem Aufbau gut hinkriegen, und das machen die Variomobil-Leute hier wirklich einwandfrei. Horst, hattest du das Gefühl, auf gleicher Ebene mit den Leuten bei Variomobil zu sprechen? Ich meine, du bist ja jetzt Chefentwickler gewesen für die Fahrzeuge. Haben die Ahnung? Ja, die haben viel Ahnung. Was sie auch haben, das möchte ich an der Stelle mal loswerden. Mercedes hat ja schon ein sehr komplexes Produktprogramm, und man muss das Auto schon richtig konfigurieren, damit es auch die richtigen Dinge ab Werk mitbringt, um hinterher zum Variomobil veredelt zu werden. Und ich sage mal, das ist jetzt meine Erfahrung, die Leute bei Variomobil kennen das Produktprogramm mindestens so gut wie die Verkäufer bei Mercedes und suchen so auch das richtige Grundfahrzeug raus, damit am Ende der perfekte Variomobil dann rauskommt. Ja, es ist eben so, dass wir natürlich spezielle Fahrgestelle verbauen oder benötigen. Das heißt, das sind auch vielleicht Fahrgestelle, wo der typische Lkw-Verkäufer jetzt nicht ständig mit zu tun hat. Und somit sind wir natürlich da total im Thema, und da wissen wir schon Bescheid, und in Absprache mit dem Kunden kann man dann eben das ideale Fahrgestell bestellen. Also es ist einfach mal so ein Fahrzeug zu zeigen. Viele sagen ja, zeig mal einfach das Fahrerhaus. Das sind die Originalsitze? Das sind die Originalsitze, die jetzt mit dem Leder bezogen sind, die der Kunde eben haben wollte. Und sind aber sonst die Originalsitze, ja. Genau, auch allein an Sitzen, das habe ich gesehen in der Doku, kannst du ganz, ganz viele bestellen. Also die Auswahl ist schier unmöglich. So, und jetzt kommt ja dieser Look, sage ich jetzt mal, von einem Alkoven. Also wie jemand sagt, hey, Alkoven sind nicht schön. Genau, wenn ihr mich mal kurz durchfilmen lasst und geht am besten mal nach hinten, ganz nach hinten, dann sieht man mal ein klein wenig die Raumtiefe. Das ist ein Apartment, und ich habe abgeschlossene Räume mit drin. Ich habe eine unglaubliche Breite. Horst? Ja. Du kannst ruhig wieder kommen. So weit weg wollte ich euch gar nicht haben. Ich wollte nur mal das Raumkonzept zeigen, dass man in dem Alkoven im Vergleich zum vollintegrierten auf Wunsch, und das ist hier möglich, wenn du mal gerade so lieb bist, Heiko, mach mal die Tür zu. Ja. Dann kann ich mich komplett des Fahrerhauses entledigen. Genau, das ist eben das Schöne, dass ich hier zum einen diese Schiebetür zuschieben kann, um dann eben diesen Fahrhausbereich wegzuhaben. Das heißt, ich fühle mich dann eigentlich fast wie in einem Apartment, weil ich vom LKW-Fahrerhaus gar nichts mehr sehe. Ja? Und das ist natürlich auch aus isoliertechnischen Gründen sehr geschickt, um die Kälte oder im Sommer die Wärme draußen zu halten. Und zusätzlich ist es hier eben so, dass ich den Alkovenboden noch anheben kann. Das heißt, wow. In dem Moment, wo ich nachher hier zum Fahrerplatz gehen möchte, habe ich so einfach wieder Stehhöhe. Ja, du siehst, dieses Wort Stehhöhe, das verfolgt uns ein bisschen hier, weil da stehen wir einfach total drauf, wenn man Warte, ich zeig das stehen kann. Ich zeige das mal gerade, so Kleinigkeiten wie die Schrauben, die ihr hier eingelassen habt. Das ist so cool. Das heißt, ich nehme an, dass jeder Mitarbeiter hat so einen eigenen Anspruch, dass er sagt, will es perfekt machen bei euch. Ja, genau. Das ist natürlich ganz wichtig, dass man da Mitarbeiter hat, wo man sich darauf verlassen kann. Und wir haben eben Mitarbeiter, die jetzt seit fast 40 Jahren dabei sind, vom ersten Tag an. Und die wissen, was die tun. Und da brauchen wir nicht sagen, Mensch, du musst da 3 Schrauben reindrehen oder 2. Das wissen die, und das ist unheimlich wichtig. Ja, Stehhöhe, geh mal gerade einen Schritt zurück.
dass wir mal sehen, du bist 1,83 Meter ungefähr. Ja. So, und jetzt ist der Einstieg, jetzt muss ich mich gar nicht mehr bücken. Oder klar, jetzt zum Einsteigen schon ein bisschen, aber... Gut, irgendwann zum Sitz hin muss ich mich halt schon runterbücken, aber... Kann ich das oben lassen während der Fahrt? Das ist das Schöne, ich kann das oben lassen. Ich kann zum Beispiel diesen Sitz nachher in Fahrtrichtung drehen, ja, und dann kann man einfach wunderbar, ob zu dritt oder zu viert, wirklich auch gemeinsam fahren, ohne dass man jetzt getrennt voneinander ist, selbst in einem Alkoven. Okay, das heißt, ich habe also dann wieder mal mehr Raum, kann das öffnen, kann es komplett ausblenden, wenn ich das nicht brauche. Ich könnte auch hier den Hund zum Beispiel hinlegen nachts und mache dann zu und dann schläft er alleine. Also das wäre möglich, so ein Hundekörbchen oder... Ja, cool. Also Alkoven war für mich immer so, naja, aber jetzt, wenn ich das sehe, dass man ja das mit integrieren kann, wenn jetzt zum Beispiel vorne jetzt das Meer wäre, könnte ich von innen nach außen, wenn ich es offen lasse, noch komplett reingucken. Ja, genau. Das hat jetzt so ein bisschen schon fast einen Charakter vom Teilintegrierten. Krass, oder? Ja, schon krass. Und eben mit dem Vorteil, dass ich es dann doch, ich sag mal, wenn thermische Probleme da sind, sagen kann, okay, ich kann es abtrennen, weil es jetzt eben draußen minus 30 Grad sind, dann mache ich es halt zu und habe es isoliert. Ja, das Konzept von dir, Horst, war ja, dass du einen Hecksitzbereich hast, wie im Wohnwagen, sage ich mal, früher. Ja. Die Systeme von früher waren nicht schlecht, oder? Nee, die Ideen waren gut. Man kann zu zweit sehr schön da hinten sitzen, essen. Man kann aber auch die Füße auf die Bank legen und gemütlich fernsehen. Also es bietet sehr viel Variabilität und man hat auch die 3 großzügigen Fenster eigentlich den gleichen Eindruck. Ich sage immer, ich sitze fast wie im Wintergarten und kann auch ein bisschen rausgucken, was sich um mich rum und ums Auto so abspielt. Ja, das ist hier auch der Fall. Wie ist denn hier der Auftritt mit so einem Auto, mit dem Alkoven auf Actros-Basis, wenn du auf dem Campingplatz fährst? Sowas sieht man ja nicht alle Tage. Nee, das stimmt schon, aber ich sag mal, eigentlich ist es recht durchweg positiv, weil... Das ist schon klar, aber die Leute sind ja unglaublich begeistert, oder? Ja, neuen Actros mit digitalen Spiegeln. Das meine ich, das ist ja schon ein technisches Wunderwerk, was hier dann auf Rädern sich bewegt und also das macht allen einfach unheimlich Spaß. Du hast einen Schlüssel dabei, gell? Ich habe den schon mal hergeholt, genau, weil du ja vielleicht die Zündung sehen möchtest und eben vielleicht mal ein Kamerabild sehen möchtest. Genau, ich habe nämlich einen Spezialisten hier. Bevor wir das tun, das werden wir ganz am Schluss machen. Da werden wir uns nämlich mal hinsetzen, werden das Auto mal, den LKW einfach mal zeigen. So kleine Details. Sind das die gleichen Fenster, die du hast vom Typ her? Ja, das sind die gleichen Fenster. Echtglas, Doppelverglasung, Außenglas, Innenglas. Damit sehr robust, pflegeleicht, keine Kratzer. Was wünscht man sich mehr? Das heißt, dass hier die Schließer und die Beschläge, das ist Metall? Ja, das ist Metall, ja. Hat 2 Rastungen. Zum einen die komplette Schließung und zum anderen eine Lüftungsstellung. Alles sehr solide ausgeführt. Wenn du mal gerade so lieb bist, das mal auf und zu machst, weil das sieht so aus wie ein ganz normales Campingfenster. A, es ist Echtglas und B, es isoliert, ganz anders, oder? Verglast, es ist Echtglas und hat mit dem normalen Caravan-Fenster nichts mehr zu tun. Im Prinzip ist es wie zu Hause auch. Wichtig ist die Schallisolierung. Ist die gut bei dir? Die ist hervorragend, ja. Die Fenster tragen einen großen Teil dazu bei, aber natürlich auch das komplette Fahrzeuggehäuse mit dem dicken Schaum. Ja, das hast du ja auch. Du hast ja diese Raumerhöhung, die wirklich gigantisch ist. Also die in dem Bereich, wo wir hier sind. Heiko, wenn du mal so lieb bist, mach mal alles nochmal runter und zu. Ja. Dass wir das Bett auch nochmal sehen. Dass wir nur mal zeigen, wie ist denn der Übergang gemacht. Der Raum hier. Horst, wie hoch bist du? Wie groß bist du? Ich bin 1,84. 1,84. Großer Mann. Mach mal bitte die Arme hoch, nur dass man mal einen Vergleich hat. Du kommst gerade so nicht dran. Ja. So ist es. Das schafft Luft, oder? Das schafft Luft, Bewegungsfreiraum. Man kann sich im Auto auch ein bisschen auf den Weg gehen, muss nicht immer nur so eng aneinander vorbeikuscheln. Also das ist schon ein Gefühl von Luxus. Alkoven eben. Also das ist, glaube ich, ein Riesenvorteil. Und guck dir mal, das ist krass, die Liegefläche hier. Die ist schon riesig. Du bist zufrieden mit der Liegefläche von der Größe her? Also auf jeden Fall. Die ist deutlich länger, als ich es bin. Und man hat Bewegungsspielraum. Man kann nachts angenehm schlafen. Also richtig gut. Also hier ist es ja sogar so, dass wir vorne im vorderen Bereich noch diese Schränke installiert haben. Ja. Kundenwunsch. Das heißt, wenn ich die dort nicht habe, wird die Liegefläche noch mal größer. Also wir haben Fahrzeuge gebaut, wo nachher 3 Kinder in der Länge nach hier so schlafen. Mit einer
leichten Trennung zwischen den einzelnen Betten und auch das ist möglich. Jetzt ist hier in dem Fahrzeug hinten noch ein Bett. Genau, wir haben hinten im Heck noch ein Bett, eben über dieser Smart Garage, die wir vorhin gesehen haben. Und da ist es... Da ist nämlich noch eine Erhöhung, habe ich gesehen. Wenn ihr mal gerade so lieb seid, euch mal hinsetzt. Ich will mal zeigen, das ist nämlich ganz interessant. Du sitzt gerade, das ist jeweils, wo du sitzt, Horst, und wo du gerade eben gesessen hast, das ist ein zulässiger Sitz, wo ich während der Fahrt sitzen darf. Genau, Sitz mit Gurtpunkten. Da muss man natürlich auch die notwendigen Vorschriften, was Gurtverankerungskräfte und so weiter angeht, erfüllen. Und so kann man auch dann so viele Passagiere mitnehmen, wie man Gurtplätze im Fahrzeug hat. In dem Fall sind es jetzt 4. Genau, du sagst es, also es ist also nicht möglich, einfach jetzt zu sagen, ich schraube irgendwo mal die Sitze auf den Boden und dann wird das schon funktionieren. Nein, da müssen diverse Tests gemacht werden, beim TÜV Rheinland in diesem Fall. Da haben wir mehrere Kabinen testen müssen, eben Zugversuche machen müssen, um zu prüfen, um nachzuweisen, dass die Gurtverankerung, die Sitzverankerung am Rahmen eben gegeben ist. Ja, im Saarland gibt es so einen Begriff, der heißt Knauben. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Nee, kennt ihr nicht? Das sagt mir auch nichts. Ne? Also es gibt sogar Nachnamen, die heißen Knauber. Das sind ganz, ich sag mal, nette Menschen. Aber Knauben heißt so ein bisschen hinfuschen. Und Ja. Ja, das ist ja so. Du warst ja mit im Werk bei Vario und du warst auch im Werk bei Mercedes-Benz. Ja. Made in Germany. Made in Germany. Ist das hier Made in Germany? Das ist Made in Germany und es ist genau das Gegenteil von Knauben, nachdem ich jetzt verstanden habe, was es ist. Also Sorgfalt, Qualität, Passion, Begeisterung, Freude an der Arbeit und daraus kommt gute Qualität. Das ist das, was ich erlebt habe. Ja. Präzision, das ist, glaube ich, auch ein Thema. Unter dem Gesichtspunkt ist der Preis auch mehr als gerechtfertigt, nehme ich an. Der Preis ist gerechtfertigt. Man bekommt seinen Gegenwert. Man muss den Gegenwert schätzen und wenn man ein bisschen Ahnung hat, kann man ihn auch schätzen. Ja, das fängt an bei diesem Tisch. Nur, ich will das nur mal zeigen, das Tischbein. Da gibt es eine Historie wahrscheinlich zu diesem Tisch, denn er ist weiß, er ist matt. Der Kunde wollte ihn wahrscheinlich in weiß und matt haben und er wollte wahrscheinlich das Tischbein an der Stelle, wie auch immer, er kann wählen, was er will. Selbstverständlich und er hat auch genau die Größe des Tisches bestimmt. Ja? Das wird natürlich alles eben angepasst und er wollte auch keinen lackierten Tisch haben, sondern dies ist eine Mineralstoffoberfläche. Wie die Küchenarbeitsplatte eben auch und somit absolut robust und auch designtechnisch schon toll. Die ist aus dem Vollen, die Platte. Ja, die ist aus dem Vollen, weil das einfach schön ist, was Solides zu haben und wir haben ja auch gewichtstechnisch keine Probleme, keine Sorgen. Also Stimmt, können wir das natürlich auch machen. Wir haben einen Akt raus. Ich habe ganz vergessen. Was interessant ist, Hubstützen sind raus hier? Die sind draußen? Genau, das Fahrzeug steht auf Hubstützen. Es wackelt nichts. Also ich merke nichts, genau. Also so muss das sein. Ja, hier oben die Klimaanlagen-Ausströmer. Das sind ganz, ganz viele. Es ist wichtig bei Klimaanlagen, das muss gleichmäßig verteilt werden. Auch die sind perfekt eingebaut. Du hast auch das Fahrzeug, hast dir genau angeschaut? Ja, habe ich mir ganz genau angeschaut. Ich habe ja 2 Klimaanlagen bei mir. Ich habe die Dachklimaanlage im Wohnbereich und ich habe die integrierte Klimaanlage im Schlafbereich. Und deshalb kann ich auch vergleichen und ich sage mal, die integrierte, die ist doch nochmal von der Qualität einen deutlichen Ticken besser und auch leiser als die Dach. Ja, das ist eben das Schöne, dass sie wirklich leise ist und die kannst du auch nachts laufen lassen. Bei so einer anderen Klimaanlage ist es dann schwierig, weil die Kompressoreinheit halt in Kopfnähe ist. Ich habe natürlich eine Aufbauklimaanlage von Dometic. Die neue ist viel leiser geworden, muss man sagen. Also der 2020er, ich überlege, ob ich sie austausche, weil sie springt an, sie macht Klack, das ganze halbe Auto wackelt. Das ist das, was man kennt aus dem Campingbereich. Ja. Ich glaube, mit dem Anspruch, sowas kann man hier nicht verbauen, oder? Nein, das wollen wir hier nicht verbauen und ich sag mal, das kann man bei so einem Fahrzeug in der Preiskategorie auch nicht anbieten. Das möchten wir keinem Kunden zumuten. Sie kühlt gut, das kann ich sagen. Also zumindest mal erfüllt sie die Leistung. So Kleinigkeiten. Hier wahrscheinlich bei diesem Schränkchen gibt es eine kleine Geschichte, weil der Platz ist ja nun mal da, den hätte man ja auch weglassen können. Naja, das ist halt so eine kleine Möglichkeit, nochmal ein Glas abzustellen. Ist noch ein kleines Fächlein drin, wo man das ein oder andere unterbringen kann. Fernbedienung
Fernbedienung, eine Flasche und zusätzlich gäbe es jetzt noch die Möglichkeit, dort noch eine Tischplatte noch weiter auszuklappen, aber das wollte der Kunde nicht, ihm reicht es so. Steckdosen, lieber Horst. Ja, ich habe in meinem Auto zu wenig Steckdosen, obwohl ich schon viele habe. Man kann gar nicht genug haben, oder? Steckdosen kann man nie genug haben. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt der Planung. Später die Steckdosen reinzufummeln ist Arbeit, kann man auch noch machen, aber besser man berücksichtigt es bei der Planung. Man kann nie genug haben und man sollte heute für die Smart-Geräte natürlich auch die USB-Steckdosen nicht vergessen und die auch gleich vorsehen im Fahrzeug. Gut, mittlerweile sind wir schon ein bisschen weiter. Wir machen kabelloses Laden, Wireless Charging. Heißt, ich habe die Möglichkeit in so einer Oberfläche hier unsichtbar so ein System einzulassen. Das heißt, ich lege mein Smartphone einfach nur noch auf und dann wird es geladen. Ja, unsichtbar, das habt ihr auch gemacht. Also ich würde, wenn ich Fernsehen gucken wollte, würde ich hier sitzen. Aber es gibt leider keinen Fernseher. Und es gibt immer mehr Kunden, die möchten keinen Fernseher mehr. Nein, eigentlich hat jedes Fahrzeug bei uns einen Fernseher. Auch dieses Fahrzeug hat einen Fernseher. Du hast es nur noch nicht gesehen, oder? Doch, ich habe es eben gesehen. Sich hier. Da war nämlich gerade eben da so ein kleiner Schlitz und ich habe schon vermutet, dass er genau hier ist. Genau. Der lässt sich eben hier elektrisch dann hochfahren mit der Fernbedienung. Und die Kunden sitzen gerne hier auf den Einzelsitzen und haben dann natürlich auch das perfekte Blickfeld hier und auch eben nach Kundenwunsch entstanden. Ja, toll finde ich. Die Haptik, also das Anfassen des Leders ist wirklich sehr hochwertig. Es riecht gut, also es riecht wie im Möbelhaus und zwar am hochwertigen. Das ist auch, du kommst hier rein, du fühlst dich wie in einer Wohnung. Es riecht nicht wie im Wohnmobil. Und Leder darf nicht kalt sein. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Aspekt. Wenn man die richtige Oberflächenqualität wählt, dann kann man auch das so sicherstellen. Richtig, ja. Schönes Leder. Ja, könnte so irgendwie von Rolf Benz sein, so auch von dem Stil her. Das ist sehr modern, das Leder, trotzdem sehr, ich sag mal, sehr, sehr warm. Also es ist so dieses, weißt du, dieses Braun, wenn du das jetzt alleine machen würdest, ohne das Weiß, in der Farbkombination, dann wird es ja schon wieder alt aussehen, ja. Aber es sieht überhaupt nicht alt aus. Das ist eben genau der Trick, dass man Farben kombiniert, wo man vielleicht von der Einzelfarbe gar nicht vermutet, oh, will ich das haben, will ich das nicht haben. Aber wie man hier sieht, amerikanischer Nussbaum, so ist der Korpus hier gefertigt und die Klappen und Türen eben dann in dem Schleiflack weiß, finde ich eine super Kombination und in dieser Kombination sieht es eben super schick aus. Ja? Und wenn man das jetzt komplett nur in Nussbaum gemacht hätte, ja, dann hätte es vielleicht ein bisschen sehr gedrückt, weil es dann vielleicht doch zu dunkel gewesen wäre. So, ich gehe mal gerade einen Schritt zurück, dann zeige ich euch beide mal vom Raumgefühl her. Fahrzeuglänge? 10,60 Meter. 10,60 Meter, das ist schon gehobenes Maß, aber keine 12 Meter. Ich denke, so ein Meter länger oder kürzer, das macht es am Schluss dann aus, ob ich überhaupt noch einen Stellplatz kriege. Aber mit 10,60 Meter bist du schon anspruchsvoll. Also 8 Meter war ich schon da musst du dich schon anmelden. So, bei einer Höhe von 4 Metern stellen sich schon an den Rand. Ja, das ist so, weil die Argumentation ist, oft, da können die anderen Camper nicht mehr drüber gucken. Wie ist es dir denn ergangen? Ich meine, dein Fahrzeug ist wie hoch? So, mein Fahrzeug ist 3,96 hoch. Wenn man ein bisschen Abstand voneinander hat und man wählt ja die Plätze mit den größeren Parzellen, dann nimmt man auch dem Nachbarn nicht unbedingt die Sonne weg, auch mit einem großen Fahrzeug. Aber es ist in der Tat so, ich bewege mich mit meinen 9 Metern halt in der ausgewiesenen Kategorie der Plätze, die für größere 8 Meter Fahrzeuge geeignet sind. Und da habe ich eigentlich keine schlechten Erfahrungen gemacht. Es gibt genügend Auswahl. Man kann sich im Internet sehr gut informieren über die Eigenschaften der Stellplätze. Und ich habe immer was gefunden, wo ich mein Fahrzeug dann gar kein Problem stellen konnte. Ja. Genau, es gibt ja auch viele Stellplätze, also gerade in der Mosel, die sich für große Fahrzeuge prädestinieren. Sogar mit Anhänger kann ich einen Anhänger dran lassen. Das ist so. Wie hast du die Infrastruktur kennengelernt? Jetzt in einem Jahr es tut sich andauernd was Stellplätze angeht. Es tut sich was, es entstehen neue Stellplätze. Die Leute, die Stellplätze einrichten, werden gut beraten, dass man auch für größere Fahrzeuge sich einrichtet, dass man Wendekreise, Abbiegeverhältnisse berücksichtigt, die Situation an der Entsorgung großzügig macht. Also ich würde schon sagen, man stellt sich auf größere Fahrzeuge ein, neue Plätze werden großzügiger angelegt als alte und es gibt sogar auch in den Magazinen im Internet auch immer mehr Kanäle, die speziell für solche Fahrzeuge dann auch schreiben. Landjachting zum Beispiel, die dann ganz gezielt Plätze, Regionen beschreiben, wo man sich mit so großen Fahrzeugen auch elegant bewegen.
Ich denke, es ist auch wichtig, dass also die Leute auch die Angst vor so einem Fahrzeug verlieren. Also ich sag mal, auch wenn jetzt jemand den C-Führerschein nachmacht, der ist ja nun mal notwendig und du hast es eben angesprochen, Gesundheitsprüfung ist ja Pflicht jetzt mittlerweile auch im Privatverkehr, beim C1E nicht, also da weiß ich es definitiv, weil ich bin ja 52, da steht es ausdrücklich im Gesetz drin, keine Gesundheitsprüfung, aber es würde vielleicht Sinn machen bei dem einen oder anderen. Wie gehst du damit um? Darf ich mal fragen, wie alt du bist? Ich bin 61 jetzt. Du bist 61, ja. Und du hast ja noch vor, wahrscheinlich noch mindestens mal so viel zu leben. Genau. Und dann ist natürlich so die Sache, C-Führerschein, C1E, ist das gut gelöst in Europa? Ich muss kurz, der C1E ist der C1E ist der bis 7,5 Tonnen mit Anhänger. Ah, okay. Der alte B. Der alte Klasse 3. Ja. Sicher nicht ganz einfach, denn die Leute werden nicht fitter im Alter und nicht jeder kann seine Fähigkeiten selbst einschätzen. Ich bewundere die Leute, die freiwillig ihren Führerschein zurückgeben. Die es nicht machen, können zur Gefahr für die Allgemeinheit werden. Also die Tests sind schon sinnvoll. Also in Frankreich gehst du, glaube ich, für den C gehst du alle 2 Jahre oder jedes Jahr sogar zur Gesundheitsprüfung. Das ist in Deutschland ist noch milde. Ja. Und für den Lkw-Führerschein dann alle 5 Jahre. Und für mich steht dann die Hürde in 5 Jahren wieder an, in 4 Jahren, wenn ich 65 werde. Ja, du fährst viel E-Bike. E-Bikes sind schön? Ja, E-Bikes sind schön. Die halten mich auch ein bisschen fit. Ich möchte ja nochmal 5 Jahre dranhängen können. Ja. Prima. So, dann gehen wir mal durch. Der Korpus, beziehungsweise hier ist natürlich die Schränke außen sind in weiß. Das ist das Besondere vielleicht bei Variomobil oder das Markenzeichen. Ihr habt eine sehr, sehr durchgehende Front bei den Möbeln, die gar nicht wirkt, als wären Möbel da. Ja genau, so soll es eigentlich sein. Wir nennen das schlichte Eleganz. Das heißt, wir wollen natürlich irgendwo Hängeschränke haben, damit der Kunde auch ein bisschen was verstauen kann. Ja? Aber wie du siehst, haben wir hier keine Verriegelung irgendwie aufgesetzt, die dann hier irgendwie störend wirken, sondern wir wollen das einfach schön sauber, schlicht durchziehen. Und ich sag mal, so hast du einfach eine super Optik, die ja recht zeitlos ist und wo man auch in 10 Jahren noch sagen wird, Mensch, das gefällt uns. Ich zeige mal so ein kleines Detail, die Integration der Alarmanlage. Das ist so perfekt, wenn du mal gerade den Schrank da aufmachst. Ich will mal sehen, wie es von innen ist. Wie du das gelöst hast. Ah, Doppelboden. Selbstverständlich, weil du siehst, hier sind Strahler eingelassen und hier wird natürlich ein Doppelboden aufgesetzt, sodass die Kabelverlegung darunter passieren kann. Das sähe ja unschön aus, wenn da im Schrank dann irgendwelche Kabel durchgucken oder so. Das wollen wir natürlich auch hinter den Kulissen wirklich schön lösen. Die Kabelkanäle, das ist auch ordentlich hier ausgespart. Ich guck mal gerade. Da guckt auch schon einer, also ich sag mal, ich habe eben die Aussparung gesehen, die ist 100% rechtwinklig. Ja, so bemühen wir uns und so ein Kabelkanal hat einfach den Vorteil, dass ich auch, wir haben vorhin mal über Steckdosen gesprochen. Ja, klar, ist es in der Nachrüstung nicht ganz so easy, wie wenn ich es von vornherein mit einplane, aber dieser Kabelkanal, der geht von vorne wirklich bis hinten durch und so habe ich auch nachträglich immer wieder die Chance, irgendwelche Leitungen nachzuziehen für USB oder auch für 230 Volt Steckdosen. Ja, das Thema Energieversorgung ist ja ein Thema, da gibt es ja unglaublich viele Möglichkeiten. Also ich kann ja gehen auf Gas, ich kann eine Dieselheizung einbauen, ich kann Strom machen, ich kann hier Lithium, hier ist jede Menge Lithium, habe ich gesehen, verbaut. Was ist das für ein Ofen? Also wir haben hier einen Hybridkocher, das heißt, der Kunde hat einmal die Chance, hier rechts auf Induktion mit 230 Volt zu kochen und eben links daneben ganz normal auf Gas zu kochen. Das heißt, der Kunde hat einfach die Chance zu sagen, no, vielleicht habe ich im Moment nicht so viel Gas, ich möchte heute lieber elektrisch kochen. Andersrum ist es eben so, ach, meine Batterien sind vielleicht nicht mehr ganz so voll, aber Gas habe ich ausreichend da, also geht er auf die linken, auf die Gaskocher. Zumal es sehr schnell geht, gerade jetzt irgendwas heiß machen, Wasser heiß machen, Induktion ist, glaube ich, Sache von 1-2 Minuten. Mach mal da bitte auf. Ist das Fahrzeug schon in Betrieb? Ist es übergeben schon? Ja, das Fahrzeug ist schon übergeben und ist seit Anfang des Jahres in der Benutzung. Sag mal, wie kriegt ihr das hin, dass ihr zu einer Messe so ein Fahrzeug kriegt und das sieht aus wie neu? Habt ihr da spezielle Aufbereiter? Das heißt, der Kunde, der zahlt euch aber kein Geld dafür, dass er das abstellt und anschließend wie neu zurückkriegt. Nein, das
Also in der Regel kommen die Autos so zu uns zurück und ich könnte dir derzeit ein Fahrzeug zeigen, was bei uns in der Ausstellung steht, was 20 Jahre alt ist. Na klar ist es von der Optik her vielleicht nicht ganz nach neuestem Stand, nicht aktuell, aber wenn du das anschaust, sowohl vom Lack als auch vom Möbelbau her, dann sagst du, okay, da braucht nichts aufbereitet werden, der ist einfach original so. Nein, ich meine jetzt auch sauber. Also wenn ich da jetzt reingucke, ihr habt die komplett wahrscheinlich durch einen Aufbereiter gejagt, ja. Ich meine, sind ja hier in der Ausstellung oder sind die Eigner so, dass sind die alle so ordentlich? Ja, muss ich wirklich so sagen. Also in der Regel sehen die Autos schon noch so aus. Und ich sag mal, gerade nach einem halben Jahr wäre es ja schade, wenn da schon die ersten Abnutzungsspuren oder ja sogar Dreck irgendwo zu finden wäre. Das wäre ja nicht so schön. Ja gut, das könnte ja hier im Ausguss könnte ja mal ein Kaffeefleck sein. Das ist ja so. Aber das habt ihr sauber gemacht. Ich weiß gar nicht, ob wir es sauber gemacht haben oder ob es Fahrzeug so sauber. Der Eigner hat so übergeben. So, ich habe dreimal so schön ist hier so ein bisschen wie im Flugzeug, habe was vorgebaut. Das heißt also, dass die Optik hier, wenn ich so gucke, das ist clean und gerade. Ja, genau. Das war eben auch Wunsch des Kunden zu sagen, Mensch, ich möchte meine Rollos nicht sehen, denn wir haben ja vor jedem Fenster, ich sag mal, zum einen eine Verdunklung und zum anderen eben das Moskitonetz. Und somit habe ich eben diese Führung rechts und links verdeckt und fügt sich, meine ich, gut ein in diese Gesamtoptik, in diese schlichte Gesamtoptik. Der Preis nochmal, wie war das Fahrzeug ungefähr hier? Ja, etwas über 800.000 Euro. Super, mach mal bitte auf hier, so ein Fach. So, das Besteckfach, riesengroß. Auch hier. Okay. Das ist wie beim professionellen Küchenbauer. So eine Übergabe, kommt der denn direkt mit dem Sachverständiger an? Oder wie läuft das ab? Dass die Leute gucken, jede Schraube, jedes und so weiter. Ich meine, irgendwann, der Kunde muss ja unterschreiben, ich habe das Fahrzeug ordnungsgemäß übernommen. Wie läuft das? Das ist so, das stimmt, ja. Aber da die Kunden meistens ja während der Produktionsphase schon regelmäßig zu uns kommen und verschiedene Steps der Produktion, des Produktionszeitraums mitverfolgen, gibt es da eigentlich keine bösen Überraschungen. Der Kunde weiß, was er bekommt. Horst, du kannst es bestätigen. Ich glaube, da gibt es keine Fragezeichen oder keine ängstlichen Momente, wo man sagt, oh, wie machen die das wohl? Ich meine, wir machen es seit 40 Jahren und wir haben natürlich selber den Anspruch, auch einfach super Fahrzeuge auf die Räder zu stellen und da braucht der Kunde nicht mit einem Gutachter herkommen. Der Gutachter, der sind wir selber. Also was mich fasziniert hat bei meiner Übergabe, und das hätte ich so gar nicht erwartet, weil ich es auch noch nie gemacht habe, stundenlang haben sich 1-2 Leute mit mir, mit dem Auto beschäftigt, sind mit mir zusammen das ganze Auto durchgegangen. Alles, alle Schalter, alle Systeme, alle Geräte, haben mir das Fahrzeug aufs Ausführlichste erklärt, sodass ich wirklich bestens gerüstet war, dann mit dem Fahrzeug loszuziehen. Ich nehme an, das Handbuch... Das Paket in den Handbüchern, das ist ungefähr 1 Meter hoch. Das ist ein Leitsordner, den brauche ich aber nicht zu lesen, weil ich ja, wie gesagt, wirklich gut eingewiesen bin und der liegt im Auto und es ist natürlich auch wichtig, das alles dokumentiert zu haben. Sicherungen, wo sind die hier? Sind die unten, oben? Die sind in diesem Fall nicht hier verbaut, wie wir sehen. Die sind einfach da, wo ich sie erwarte, nämlich vorne gut zugänglich. So, ich gehe mal ganz kurz hier hin. Man muss auch sagen, ihr baut unglaublich viele Fahrzeuge. So, da sind sie, da drunter. Ich sehe sie schon. Nein, da drunter ist nicht die Sicherung, da drunter ist noch ein bisschen Technik. Sekunde, mal einen Cut.